Ich habe den im Moment wahrscheinlich besten Stürmer der Welt, Erling Haaland, in der umfangreichsten Fußballsimulation, die es gibt, in die Landesliga geschoben. Wie viele Tore würde er dort machen? Zu wie vielen Aufstiegen kann er seinen neuen Verein, den VfL Primstal, quasi im Alleingang führen? Der Football Manager gibt uns heute die Antwort. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Ergebnisse dieser Simulation sind einfach nur unglaublich. Auf geht's. Also, Haaland hat's nach Primstal verschlagen. Der Ort liegt im Norden des Saarlands. Hübsche Gegend. Erster Schritt, erster Spieltag. Haaland tritt das erste Mal auf den Rasen des Allerswald-Stadions Primstal in Nonnweiler und verliert. Mit einem 3:1 Auswärtssieg verlässt der SV-Ausmacher das Stadion. Primstal agiert etwas übermotiviert und beendet das Spiel nur zu 9. Spiel 2, auswärts bei Borussia Neunkirchen. Primstal bleibt zu 11 und gewinnt dieses Spiel mit 6:0. Wie viele Dinge hat Haaland gemacht? Klar, 6. Ungefähr so haben wir uns das vorgestellt. Ein Tor sieht müheloser aus als das andere. In den nächsten Spielen macht Haaland genau das, was man erwarten würde: Tore. Viele Tore. Wir sind jetzt circa bei der Hälfte der ersten Saison angelangt und Erling hat schon 35 Mal getroffen. 2 Tore im Schnitt pro Spiel, zum ersten Platz in der Liga reicht es allerdings nicht. Beim Blick auf die Torschützenliste wird euch ein gewisser Mbappé auffallen. Das Experiment war eigentlich als kleines Duell zwischen den beiden geplant. Ich habe aber leider einen kleinen Fehler beim Erstellen des Spielstands gemacht, sodass wir uns nur um Haaland kümmern. Das Duell der beiden gewinnt Haaland aber dennoch, denn Mbappé trifft nur 21 Mal in den ersten 17 Spielen. An der zweiten ist FC Homburg, kommen aber beide nicht vorbei. Und das bleibt auch bis zum Ende der Saison so. Homburg steigt auf, Haaland und der VfL werden Zweiter. Am Ende traf Haaland unglaubliche 73 Mal mit einer Durchschnittsnote von 9,16. Das Duell gegen Mbappé hat er damit mit Abstand gewonnen. Nächstes Jahr 2023 und wir springen direkt zum Ende der Saison und schauen uns zunächst die Torschützenliste an. 87 Tore für Haaland. Ja, 87. An 30 der 34 Spieltage wurde er zum Spieler des Spiels und führte sein Team damit in einer ungeschlagenen Saison zum Titel. Er ist jetzt Kapitän des VfL Primstal und jetzt schon, nach 2 Saisons, zur Vereinslegende aufgestiegen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir springen direkt ins nächste Jahr. Die Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar ist beendet und der VfL Primstal musste in dieser Saison insgesamt 5 Monate auf ihre norwegische Legende verzichten. Er machte dennoch 20 Spiele und traf 34 Mal. Primstal wird am Ende 9. und übertrifft die Erwartungen. Im Spielplan sieht man übrigens ziemlich genau, wann Haaland wieder zurückgekehrt ist. In dieser Saison konnte Haaland zum Glück durchspielen. Am Ende zerschießt er die Oberliga mit 50 Toren. Übrigens ist Mbappé mit dem SV Mettlach ebenfalls aufgestiegen. Und der kleine Saarländer Verein darf in der nächsten Saison tatsächlich Regionalliga spielen. Es war am Ende nicht mal knapp, nur eine Niederlage steht auf dem Papier. Das Privatduell Mbappé-Haaland gewann der Norweger, also Regionalliga. Ist hier Ende? Kann ein Spieler auch in dieser halben Profiliga alleine ein Team zum Erfolg tragen? Die Antwort? Ja. 13 Punkte fehlten den Primstalern zum Aufstieg in die 3. Liga. Das hätte ich ehrlich nicht gedacht. Mit dieser geballten Physis haben die meisten Regionalliga-Clubs scheinbar sehr große Probleme, sodass Haaland dieses Jahr erneut für 25 Tore sorgen konnte. Nicht mehr die Zahlen vergangener Jahre, aber ohne ihn wäre dieser Kader mit Sicherheit direkt wieder abgestiegen. Wir machen weiter in Tempo und schauen uns das nächste Jahr an. Mittlerweile sind wir in 2027. Die Primstaler sitzen mittlerweile übrigens auf einem sehr gut gefüllten Bankkonto und holen wieder einen Mittelfeldplatz in der Regionalliga Südwest. Haaland trifft 35 Mal und ist natürlich wieder Spieler des Jahres. Next. Von Jahr zu Jahr trifft Erling immer öfter. 2028 sind es schon 44 Tore. Primstal überschreitet die 2-Millionen-Marke auf dem Konto und wird Dritter in der Regionalliga. Jetzt fehlt echt nicht mehr viel zum Aufstieg und damit den Profistatus für die Primstaler. In der 3. Liga würde sich allerdings die Stadionfrage stellen. Der aktuelle Fußballplatz reicht bei weitem nicht aus. Wir springen zur Abwechslung mal 2 Jahre in die Zukunft und befinden uns im Juni 2030. Erling Haaland ist mittlerweile 29 Jahre alt, hat aber nichts von seiner Physis verloren. Die Saarländer Luft scheint ihm ziemlich gut zu tun und das spiegelt sich auch in seinen Statistiken wieder. Dieses Jahr trifft er sagenhafte 56 Mal. Ja, 56. Ich kann es nicht so ganz glauben, aber Primstal steigt tatsächlich auf. Nächstes Jahr spielen die Saarländer 3. Liga. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr übrigens denkt, dass die Primstaler ja mittlerweile Sicherheitsspieler verpflichtet haben oder zumindest ein paar Jungs aus höheren Ligen geliehen haben, Fehlanzeige. Primstal hat noch nie auch nur einen Cent für Transfers ausgegeben und gekommen sind nur vereinslose Spieler. Die Einrichtungen werden so langsam ausgebaut, Jugendeinrichtungen sind mittlerweile vorhanden und auch die Trainingseinrichtungen haben ein Upgrade bekommen. Primstal scheint auf überraschend festem Fundament zu stehen. 2031. In der 3. Liga hat Primstal Mühe. Haaland fiel ein paar Wochen wegen eines Muskelbündelrisses aus, traf aber dennoch 24 Mal. Wer denkt, dass Primstal absteigen würde? Nope. Am Ende sind sie 13. Damit wird man im Saarland sehr zufrieden sein. Primstal spielt dieses Jahr übrigens im Stadion des SV Elversberg und zu den Spielen kommen im Schnitt ca. 1600 Menschen. So ganz konnte die Begeisterung noch nicht in den Rest des Saarlands schwappen. 2032. Wie in den letzten Jahren wird Haaland in einer neuen Liga von Saison zu Saison besser. 2032 trifft der 31-Jährige insgesamt 32 Mal und ist damit wieder Spieler des Jahres.
Primstal wird Sechster und jetzt fehlt nicht mehr viel zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ihr werdet es nicht glauben, aber 2034 steigt Primstal auf. 2. Liga im Saarland und Haaland macht entspannte 41 Dinger. Haaland wird dieses Jahr übrigens 33, vielleicht hat er noch 1 bis 2 gute Saisons im Tank. Schauen wir mal, ob es noch für einen Klassenerhalt reicht. Und so ist es. Der Klassenerhalt wurde gesichert. Aber nicht nur das. Primstal erreicht sensationellerweise einen 8. Tabellenplatz. Sie wurden von den Medien als klare Absteiger vorhergesagt. Dafür interessiert man sich im Saarland aber schon lange nicht mehr. Haaland ist mit 28 Toren natürlich mal wieder der Mann der Saison. Klar, was eine Maschine. Und die physischen Attribute sind immer noch da. Auf dem Primstaler Bankkonto liegen mittlerweile 10 Millionen Euro. Hier wird richtig gut gewirtschaftet. Mittlerweile wurde auch das erste Mal Geld für Spieler bezahlt. Der Rekordtransfer ist Samuel Altenhoff für 110.000 Euro. 2035, wir werfen direkt einen Blick auf die Tabelle. Primstal wird 5. 3 Punkte bis zum Aufstieg. Haaland macht wieder 28 Dinger. 2036 ist das erste Jahr, in dem Erling sein Alter zu spüren scheint. Der 35-Jährige findet sich mit 16 Toren nur auf Platz 3 der Torschützenliste wieder. Es scheint so langsam zu Ende zu gehen mit dem Ruhm der Primstaler. Könnte man denken, bevor man auf die Tabelle guckt. Jo, was soll ich dazu noch sagen? Der VfL Primstal, vor 15 Jahren noch ein Landesligist, spielt nächstes Jahr in der Bundesliga. Ich kann es nicht so ganz glauben, aber hier haben wir es weiß auf grau. Mit ein Schlüssel zu diesem Erfolg war sicherlich das Auftreten auf dem Transfermarkt. Hier wurde zum ersten Mal so richtig Geld ausgegeben. 3,3 Millionen wechselten hier den Besitzer. Besonders Yannick Flottmann ist richtig eingeschlagen. Und ein weiterer Meilenstein wurde erreicht. Der VfL hat sich ein eigenes Stadion gebaut. Der Name des Stadions? Logisch. Erling-Haaland-Stadion. Was für eine Geschichte. Aber sie ist noch nicht zu Ende. Wie schlägt sich Primstal in der Bundesliga? Schauen wir mal rein. Vor der Saison greift Primstal wieder tief ins Portemonnaie. 7 Millionen Euro geben sie aus. Die Buchmacher sehen Primstal mal wieder als klaren Absteiger. Haaland wird mit 36 Jahren immer noch Sechster auf der Torschützenliste und verhilft seinem Saarländer Lieblingsverein zum Klassenerhalt. Tatsächlich. Das neue Stadion ist im Schnitt zu 95% ausgelastet. Das ganze Saarland steht hinter dem VfL und das alles nur wegen eines Mannes. Erling Haaland. Das Ergebnis dieses Videos? Das ganze Saarland liebt Erling Haaland. Nach diesem Video habt ihr sicher Bock auf noch ein Experiment. Ich habe einem Oberliga-Verein nämlich 1 Milliarde Euro gegeben. Ist das mehr wert als Haaland? Klickt hier und findet's heraus.